Gab wohl seit Sonntag wieder ein Event? Ja, gestern. Und wie immer war ich da nicht online. Heißt, in Zukunft ist die Chance aber am höchsten Sonntagabend, Sonntagnacht. Am Sonntag wurde ja wegen Last Beacon, wollten ja welche Lord werden und haben Fett reingebuttert. Und ich meine, Last Beacon wurde jetzt um eine Woche verlängert. Also müsste diesen Sonntag zumindest das gleiche passieren. Und rein theoretisch, also so günstig wie Lord of FEC ist, lohnt sich das wahrscheinlich sogar, sich das zu kaufen. Also Kaido hat es ja auch probiert. Mit ein paar hundert Mio. Und ich sag mal so, logischerweise war das natürlich, also auf dem FEC zumindest, bis kurz vor Schluss. Weil du willst ja nicht overpayen, du willst es ja so günstig wie möglich. Also ich denke, das ist immer jetzt wahrscheinlich zukünftig die Zeit, wo du am ehesten mit einem XP-Event rechnen könntest. Ist natürlich ass, weil es sau die beschissene Uhrzeit ist, zumindest für Deutsche. 2 Uhr nachts und dann beginnt es ja erst für 3 Stunden. Also von 2 Uhr bis 5 Uhr nachts ist schon ziemlich beschissene Uhrzeit von Sonntag auf Montag. Also noch beschissener geht's eigentlich gar nicht. Aber das wird jetzt wahrscheinlich immer die Primetime sein. Und je nachdem, wie viel genau gespendet wird, startet dann direkt am nächsten Tag noch eins. Je nachdem, was halt an Kohle zu viel sozusagen gepaid wurde. Zu viel, zu wenig, je nachdem, wie es sich ausgeht. Willst du 10% auf GTA 6 sparen? Nutze den Code SPEED10 auf guthaben.de und spare 10% auf deine Gaming-Geschenkkarte. Guthaben.de, dein Shop für Geschenkkarten und Guthaben. Aber eigentlich wundert mich das weil, wie gesagt, es lohnt sich eigentlich schon, sich das zu kaufen. Du hast eine Woche, jeden Tag einen ATK-Buff, XP-Buff, Drop-Buff, stündlich, den du dir selber geben kannst und damit farmen kannst. Und ich meine, wenn du dir überlegst, wie teuer Power-Ups auf dem FEC sind, also mal angenommen, du kriegst es für unter 2 Milliarden für eine Woche, das ist im Endeffekt sowas ähnliches wie die Red Flask, also sogar verdammt ähnlich, es gibt im Endeffekt genau die gleichen Sachen, XP, Droprate und Angriff. Und ja, also, ich meine, das ist natürlich ein bisschen teurer, aber auch nicht viel teurer. Aber du kannst es ja zusätzlich benutzen. Und das die ganze Zeit. Also vorausgesetzt, du kriegst es für einen relativ niedrigen Preis. Also wie gesagt, so unter 2 Milliarden wäre es wahrscheinlich höchstens 3 vielleicht. Wenn du sagst, okay, weil man es zusätzlich zur Red Flask aktivieren kann, ist noch ein bisschen mehr wert. Also ich meine, das ist natürlich schlechter als die Red Flask, aber ja. Also eigentlich gar nicht so schlecht. Deswegen wundert es mich, dass das gar keiner bisher so richtig verfolgt hat, bis jetzt zu diesem Last Beacon Event. Weil sonst sind die Leute ja auch immer so geil drauf. Maximale Drops, maximaler Schaden. Und mit Lord Buffs hast du mehr Drops und mehr Schaden. Also genau das, was die Leute wollen. Und was sind mittlerweile schon 2 oder 3 Milliarden auf dem FEC? Das sind ja Peanuts für die meisten. Im High Level. Im Endgame. ATK-Runde 40 Milliarden. Also selbst wenn du dir Lord für 2 oder 3 Milliarden kaufst, das ist nicht mal ein Zehntel oder gar ein Zwanzigstel. Das ist schon sehr wenig. Also ich denke, das zumindest wird auf dem FEC schon so sein, dass jetzt sonntags dann am meisten gespendet wird und dann halt entweder direkt oder kurz darauf dann auch direkt ein XP-Event kommt. Aber wie gesagt, von der Uhrzeit her ziemlich beschissen, weil das kriegt dann kein Mensch mit, der halbwegs normale, also in Europa, halbwegs normale Schlafrhythmen, Arbeitszeiten, was auch immer hat.